Moin Leute, Jakob hier. Ich habe mich soeben selbst ausgesetzt für meine bisher wahrscheinlich schwierigste Survival-Challenge und für die nächsten 5 Tage wird diese schwedische unbewohnte Insel mein neues Zuhause. Bei mir habe ich nur das absolut Notwendigste, nämlich nur 5 ausgewählte Gegenstände. Darunter sind weder irgendwas zu essen, noch Wasser, noch irgendeine Form von Shelter oder irgendwas zum Feuer machen. Das Wetter in den nächsten 5 Tagen wird sehr durchwachsen. Von Sturm über Regen zu Sonne und Schnee ist alles dabei. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, was auf mich zukam. Am Abend von Tag 4 entwickelte Dave seine volle Wucht. Der Sturm traf meine Insel mit Orkanstärke, riss Bäume aus dem Boden und verwandelte die Umgebung in ein einziges Trümmerfeld. Ich bin auf jeden Fall fest entschlossen und hoch motiviert, mir diese Challenge zu stellen. Die Sache hat allerdings noch einen kleinen Haken, zu dem ich dann noch komme. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich mitgebracht habe. Fangen wir an mit dem wichtigsten Item. Das ist mein Winterschlafsack. Ich habe den Winterschlafsack dabei, weil die Temperaturen hier nachts teilweise noch auf deutlich unter 0 Grad fallen. Entsprechend brauche ich was Warmes, um hier nicht auszukühlen. Das zweite Item, was ich dabei habe, ist hier meine selbstgeschmiedete Axt. Ich habe eine Weile hin und her überlegt zwischen Axt und Messer. Habe mich für die Axt entschieden, weil die Axt vielseitiger ist. Damit kann ich auch einen großen Baum klein machen, kann aber auch Feinarbeiten machen. Dann habe ich dabei einen Topf. Für diesen Topf habe ich mir auch diesen abnehmbaren Griff hier gedengelt. Und den Deckel habe ich vergessen. 4. Gegenstand. Ganz wichtig, Jakobs Dröhnung Kaffee. Ihr wisst ja, die Sucht. Als letztes Item habe ich mir ein Angelset zusammengestellt. Das besteht hier aus diesen beiden Rollen Schnur. Hier drinnen sind erstmal ein Hakenlöser und ein kleiner Zollstock. Ein bisschen was an Stahlvorfach. Und dann habe ich hier noch eine Auswahl an verschiedenen Hakengrößen. Da ist hier von so einem ganz kleinen Plötzenhaken bis zu größeren Haken und Drilling eigentlich alles Mögliche dabei. Und wo wir gerade beim Angeln sind, der Partner des heutigen Videos ist Anglerschmiede. Du weißt ja, wenn du in Deutschland angeln möchtest, benötigst du dafür erstmal das hier, nämlich den staatlichen Fischereischein. Mich persönlich hat es damals mega genervt, mich in so einen Präsenzkurs setzen zu müssen. Aber mit Anglerschmiede kannst du den notwendigen Vorbereitungslehrgang für die Prüfung ganz einfach online machen. Geht super einfach. Du suchst dir einfach dein Bundesland raus, buchst den Kurs und hast in wenigen Minuten Zugang. Damit lernst du dann von wo auch immer du möchtest, wie zum Beispiel einfach hier am See. Um sicher zu gehen, dass du fit genug bist, gibt es Probeprüfungen mit den originalen Prüfungsfragen. Sobald du die alle drauf hast, kannst du dich dann ganz einfach über das Portal online zur Prüfung anmelden und sparst dir nervige Behördengänge. Solltest du die Prüfung nicht bestehen, bekommst du dein komplettes Geld zurück, also hast du quasi überhaupt kein Risiko dabei. Und für alle, die den Angelschein schon in der Tasche haben, bietet Anglerschmiede auch Expertenkurse an. Ich ziehe mir nämlich gerade rein, Welsangeln mit Stefan Seuss. Den Link zur Anglerschmiede findet ihr unter dem Video angepinnt. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei, falls ihr sowieso einen Angelschein machen wollt. Ihr unterstützt damit den Kanal und macht die Videos möglich. Danke an Anglerschmiede für die Unterstützung. Ich denke, ich hätte es mir einfacher machen können und mir als 5. Gegenstand was zum Feuermachen mitnehmen können. 5 Tage braucht man nicht unbedingt was essen, aber darum geht es nicht. Ich möchte die Challenge. Ihr werdet dann sehen, wann ich mich dafür verfluche, diese Entscheidung getroffen zu haben. Zum Thema Sicherheit. Ich habe das Garmin InReach dabei. Davon abgesehen bin ich komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Ich habe auch kein Backup-Team. Es gibt im Worst Case nur den Notruf und mein Erste-Hilfe-Set. Ich habe natürlich wieder eine Menge Kameragear dabei. Hier drin ist die Drohne. Das ist der Koffer für meine Hauptkamera. Actioncam dabei und dann habe ich hier drinne haufenweise Zubehör, hauptsächlich eine Menge Akkus. Ihr glaubt gar nicht, wie oft man in so 5 Tagen die Kamera aufladen muss. Ich habe, damit ich auch nachts filmen kann, eine Kopflampe und diese Lampe dabei. Die habe ich auch nicht in die 5 Items reingezählt. Entsprechend möchte ich aber auch schauen, dass ich die eben wirklich zum Filmen verwende. Klamotten habe ich das, was ich anhabe. Eine Mütze, Handschuhe, eine lange Unterhose und eine Downjacke habe ich noch mit. Meine allererste Mission ist es jetzt, einen Lagerplatz zu finden und mir einen Shelter zu bauen. Entsprechend schaue ich jetzt mal ein bisschen rum, ob ich hier einen guten Spot finde. Ich kenne den Platz überhaupt nicht, ich war hier noch nie vorher. Ich bin hier einfach nur angelandet mit meinem Kajak und ja, weiß nicht, was auf mich zukommt.
Ist zumindest schon mal so ein bisschen eine Lichtung mit viel Totholz und viel Moos. Ich werde auf jeden Fall extrem viel Moos brauchen für meinen Shelter. Ich gehe aber auch erstmal ein bisschen weiter gucken. Mal gucken, was noch in die anderen beiden Richtungen so kommt. Das ist geil, ist hier noch so ein richtig natürlicher Wald, keine Abholzung. Kleine Lichtung. Oh, das ist so schön. Ich gehe erstmal zurück. Bisher hat mir der Spot hinten bei mir im Wald eigentlich am besten gefallen. Das ist so crazy, das ist so ungewohnt, dass es in einem Wald mal so viel Totholz gibt. Das sieht man normalerweise einfach nicht, weil alles irgendwie bewirtschaftet wird. Aber klar, auf die Insel macht natürlich keinen Sinn. Da kommt der Harvester nicht hin. Schaut mal, was hier direkt neben meinem Camp liegt. Nein! Oh, ich Idiot, das ist ein Stein hier drunter. Oh, dumm. Komplett dumm. Erstmal schön die Ecke in den Stein reingehackt. Ist jetzt natürlich stumpf. Ich bekomme auf jeden Fall langsam Durst. Das Problem mit dem Wasser aus dem See ist, der See ist ziemlich nährstoffreich und das Risiko, dass ich das Wasser nicht vertrage und Durchfall, Magen-Darm bekomme, ist relativ hoch. Auch in Schweden kann man nicht überall das Wasser direkt aus dem See trinken. Es hängt extrem vom Gewässer ab. Ich habe auch noch keinen Bach gefunden auf der Insel, aber es gibt noch eine andere Quelle jetzt im Frühjahr und sogar für Kalorien und die möchte ich jetzt ausprobieren. Erstmal muss ich dafür eine mittelalte Birke finden. Es gibt zum Glück hier relativ viele Birken, aber ich brauche eine, wo die Rinde noch nicht so dick ist. Ich probiere es mal mit der. Ich habe mir blöderweise jetzt die Ecke von der Axt vorhin weggehackt. Die wäre natürlich sehr gut gewesen dafür. Wichtig ist, dass man am Ende, wenn man fertig ist, das Ding wieder verschließt, sodass da nichts eindringen kann. Schmeckt sogar so ein bisschen süßlich und 100 Milliliter davon haben auch so zwischen 3 und 5 Kilokalorien. Ich werde versuchen, mir einen Bowdrill-Set zu bauen. Ich brauche was Weiches. Es kommen in Frage Fichte, Linde, Pappel oder Erle. Auf jeden Fall muss das Stück super trocken sein, sonst habe ich keine Chance. Ich gehe erstmal ein bisschen in die andere Richtung. Mal gucken, was es da gibt. Ich hatte hier vorhin irgendwo Schuppen gesehen von einer Fische.
Das sind Kammschuppen und die stammen, ich denke, von einem Barsch oder von einem Zander. Ich denke, das ist der Kiefer von einem Zander anhand der Zähne. Der See hier soll auf jeden Fall einen guten Zanderbestand haben. Wäre natürlich top einzufangen, aber schwierig. Erstmal bräuchte ich einen Köder. Noch einer. Kiemendeckel, Rückgrat. Da sehe ich doch was. Top. Geil. Plastikflasche. Sogar noch mit Wasser drin. Ich denke, man könnte es trinken, aber es sind sehr, sehr viele Schwebstoffe hier drin. Also, ich weiß nicht, lieber nicht. Das ist wahrscheinlich alles Mikroplastik. Aber die Flasche ist trotzdem gut. Hab schon eine Verwendung für die. Und nein, es ist nicht Wasser reintun. Was ich aber noch nicht gefunden habe, ist irgendwie eine tote Linde oder Erle oder Pappel. Da hinten liegt auf jeden Fall irgendein Müll. Da gehe ich gleich hin. Da raubt's. Da raubt es richtig fett. Alter, ist gerade was richtig Großes weggeschwommen. Sieht noch so ein bisschen die Wellen. Das ist natürlich optimal. Noch besser wäre, wenn er kein Loch hätte, aber Transportgefäß schon mal am Start. Ich habe hier die beiden Äste, den nehme ich mir mit und probiere es damit. Fühlen sich auf jeden Fall ziemlich trocken an, aber so ganz genau kann man es natürlich auch nicht sagen. Einen Bogen brauche ich noch. Wo finde ich nur einen Bogen? Das ist doch ganz gut. Probieren wir das. Ich hatte hier vorher noch ein bisschen Müll gesehen. Nämlich das hier. Extrem brandfarligt. Gut, dann habe ich hier einmal Haltebrett. Dann muss ich noch einen Bogen bauen. Da ich keine Schnur habe, muss wo mein Schnürsenkel dran glauben. Das ist mein Bogen. Die Schnur, die hängt hier so ein bisschen lose rum. Und dann muss mir noch wieder einfallen, wie man einen Mastwurf macht. Dann kommt die Spindel da durch. Ja, und dann kann ich das hier festziehen und dann ist quasi durch den Knoten die Spindel hier einmal fixiert erstmal. Und ja, dann muss ich den Rest hier aufwickeln, dass es halbwegs straff ist. Und damit kann jetzt hier diese Spindel nicht mehr quasi rutschen. Die Spitze habe ich noch ein bisschen nass gemacht. Ist nicht so qualmend an der falschen Seite. Hoffe, es hilft. Und jetzt viel Rauch, keine Glut. Keine Glut.
Oh man, Alter. Fuck. Alter, es ist ultra anstrengend. Mir ist richtig warm. Und dann atmest du die ganze Zeit den Rauch ein, musst aber gleichzeitig übelst pumpen. Okay, aber der Versuch sah ganz gut aus. Es hat kurz gequalmt aus dem Häufchen. Ich probiere es einfach weiter. Ah Mann! Alter, Scheiße! Ja, ein Versuch noch. Und dann lasse ich es für heute, glaube ich, erstmal sein und probiere es morgen nochmal. Ah, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach ums Verrecken nicht hin. Aber ich hatte einen sehr vielversprechenden Versuch, wo der Abrieb gequalmt hat. Die Versuche danach waren alle irgendwie nicht mehr so gut. Ich probiere es morgen nochmal in Ruhe. Ja, das Bohrbrett und die Spindel nehme ich am besten mit in den Schlafsack, dass die ein bisschen trocknen können. Das hilft alles nichts. Ja, ich schaue jetzt nochmal nach meiner Birkenwasser-Zapfstation und nehme noch den Eimer für eine zweite. Das lasse ich über Nacht laufen, tropfen. Dann habe ich morgen früh hoffentlich ein bisschen Wasser. Naja, nicht schlecht. Dicke, fette Spinne auf meinem Schlafsack. Was bist du denn? Also ich hau mich hin. Wir sehen uns morgen. Morgen ist, glaube ich, erstmal der Plan. Feuer machen versuchen. Alles weitere Angeln, Essen suchen und so. Wenn es ein Feuer gibt. Bis dahin, gute Nacht, bis morgen. Moin, herrlich. Es schneit erstmal ein bisschen. Oh, ein Marienkäfer. Naja. Das ist genau richtig für meinen Kaffee. Die Menge. Es wäre natürlich schön, wenn sich der Kaffee auch lösen würde und nicht nur als Krümel oben drauf schwimmt. Es wird. Ein bisschen krümelig. Aber ich sag mal so, immer noch besser als kein Kaffee. Es hat aufgehört zu regnen. Das Ding ist, die Luftfeuchtigkeit ist halt übelst hoch. Heißt, meine Chancen beim Feuerbohren sind noch geringer als gestern. Mist. Also ich muss auch sagen, so ultra bequem war mein Bett nicht. Am Anfang war es ganz gut gepolstert, aber es ist dann irgendwann so weit eingedrückt und jetzt liege ich so mit der Hüfte auf dem Boden. Das ist ziemlich hart. Ich bin auch entsprechend, keine Ahnung, 10-mal aufgewacht oder so die Nacht. Ich habe hier nochmal einen neuen Halteklotz gesucht. Aus Holz, was ein bisschen nass ist noch, weil der gestern immer schon gebrannt hat. Keine Glut.
Oh man, keine Glut, keine Glut, keine Glut. Oh. Ich kann nicht mehr. Das ist mein Abrieb, aber keine Glut drin. Keine Glut. Mann, Alter. Bisher sieht es leider sehr schlecht aus. Ich habe noch eine andere Idee, wie ich vielleicht ein Feuer ankriegen könnte. Ich denke, die werde ich dann ausprobieren. Gucken, vielleicht klappt das. Jetzt drehe ich aber erstmal eine Runde über die Insel. Gehe mal ein bisschen gucken, ob ich irgendwas Sinnvolles finde. Ob ich ein bisschen looten kann. Brauche aber erstmal meinen Schnürsenkel wieder. Und dann würde ich auch ganz gerne versuchen, was zu essen zu sammeln. Ich habe gestern schon eine Pflanze gesehen, die ich einsammeln kann. So ganz winzige findet man vereinzelt. Da hinten schwimmt irgendwas Blaues. Wahrscheinlich noch ein Eimer oder so. No way. Ah, geil, 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 geil. Die Haken sind abgerostet. Aber der Rest ist intakt. Hammer. Kleiner Wobbler. Ja du, also ich sag mal so, es riecht nach Benzin. Die Frage ist es Benzin, was da drin ist? Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Spitzenbrandbeschleuniger, um das Feuer dann anzubekommen. Einen Funken brauche ich trotzdem noch. Ja, aber das könnte das Ganze deutlich vereinfachen. Es glaubt mir wieder keiner hier, dass ich einen Benzinkanister einfach finde. Aber ist eigentlich auch relativ logisch, der muss nur bei irgendeinem Angler über Bord fallen und dann landet er halt hier. Hier gibt es noch was anderes. Von den Rohrkolben hier kann man die Wurzeln essen und die jungen Triebe, die da rauskommen. Das Ding, perfekt. Gerade am Austreiben. Kann ich, vorausgesetzt ich kriege ein Feuer an, auskochen und dann essen. Ich lasse den Rest erstmal stehen. Das ist ja eh nicht so weit weg. Da kann ich nochmal wiederkommen. Hat schon mal jemand ein Camp gebaut hier. Mit Liegefläche. Das ist ja richtig geil. Hier sogar schon so ein Gerät geschnitzt. What? Nice. Ist das Holzlager? Oder was? Naja, ich meine, ich kann mir das ja mal ausleihen.
Ist wahrscheinlich am Ende eh nur Treibgutmüll. Was ist das denn? Ein Stück Alu. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Seit heute Morgen so viel. Das einzige Problem ist, es läuft halt jetzt wieder irgendwie an der falschen Stelle runter. Ich habe noch eine Runde gepennt. Ich habe echt ganz schön Kopfschmerzen. Nicht so geil. Ich weiß nicht, ob es am Wassermangel oder am Kaffeemangel liegt. Das Feuerbohren habe ich erstmal aufgegeben, aber ich habe noch eine Idee, wie ich vielleicht mit dieser Dose, die ich hier gefunden habe, ein Feuer starten könnte. Okay, dazu versuche ich hier so einen Streifen rauszuschneiden. Und den Streifen mache ich in der Mitte ein bisschen dünner als außen. Und ich habe, um meine Kameras aufzuladen, diese Akkus hier mit. Also normalerweise habe ich diesen Adapter hier dafür, der hier drauf geht. Und dann hast du hier USB-Anschlüsse. Die Akkus hier, da kommt man relativ leicht an die Kontakte ran. Ich weiß zwar, dass ich damit meine 5-Gegenstände-Regel auf jeden Fall breche. Aber ohne Feuer wird's Brühe. Ich denke, ich könnte die 5 Tage irgendwie rumbringen ohne Feuer. Aber ich möchte ja auch nicht jede Birke im Umkreis anhacken, dass ich an Wasser rankomme. Schauen wir erstmal, ob es überhaupt klappt. Ich habe noch den Rohrkolben. Es brennt leider nicht da, wo es brennen soll, sondern am Kontakt. Geil, Feuer! Oh, das ist eine Erleichterung auf jeden Fall. Ich habe im Übrigen nochmal geguckt, da ist wirklich Benzin drin, also ich hätte es mir sogar noch einfacher machen können. Oh, die Welt ist gleich viel besser mit Kaffee und Feuer. Es macht so viel aus. Es ist doch nur Wasser. Riecht nur wie Sau nach Benzin. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen Rest drin. Ja, ich wollte euch noch zeigen, was ich sonst noch so eingesammelt habe. Ich habe hier diese Disteln, da kann man die Wurzel von essen. Das ist das weiße Ding hier.
Den Rest kann man, glaube ich, nicht essen. Will man, glaube ich, auch nicht essen, so stachelig wie das ist. Hier nochmal die Rohrkolbenwurzel im Detail. Da schäle ich diese ganzen kleinen Sachen ab. Und dann kann ich das große Ding und hier diesen Trieb essen. Außerdem habe ich, nein, kein Löwenzahn. Das hier ist Huflattich. Man kann hier die Blüten und die Triebe essen. Geht roh oder gekocht. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das esse. Ja, schmeckt eigentlich ganz gut. Recht mild. Bisschen wie Gänseblümchen, ein bisschen säuerlich noch dazu. Ja, und vom Löwenzahn hier kann man auch die Wurzel und die Blätter essen. Jetzt im Frühjahr sind die Blätter auch noch sehr gut zu essen, sehr mild. Das einzig Blöde ist nur, dass jetzt meine Regenwürmer leider wieder verschollen sind, die beiden, die ich hatte. Die hängen wahrscheinlich hier irgendwo in der Wurzel. Ah ja, ich habe sie wiedergefunden. Sie hängen hier drinnen. Ich glaube, ich möchte dann versuchen, eine Runde zu angeln. Hier sind, wie gesagt, die Haken schon weggerostet. Aber ich habe ja Haken mit und kann es dann hier einfach kurz austauschen. Dann mache ich hier das Stahlvorfach davor. So ein Hecht kann easy auch eine dicke geflochtene Schnur durchbeißen. Entsprechend das Vorfach hier. Und hier knote ich einfach meine Wurfleine dran. Probiere das mal aus so. Ich habe es auf jeden Fall gerade hinten wieder rauben sehen. Ich komme nicht so richtig weit mit dem Ding. Außerdem glaube ich, dass ein echter Köderfisch besser ist als das Teil. Ich werde mir jetzt erstmal eine Stippe bauen und versuchen, mir einen Köderfisch zu fangen. Mal gucken, ob es klappt. Jetzt um die Jahreszeit ziehen die Hechte in die flachen Buchten rein, eben wie diese Bucht, und bereiten sich da auf das Laichgeschäft vor. Und das ist meine Chance, an Fisch zu kommen. Vorausgesetzt, ich schaffe es, mir einen Köder zu fangen. Brauche ich noch eine Pose, dafür nehme ich hier so ein kleines Stöckchen. Toll. Ja, das ist ja ganz super. Regenwurm ist schon wieder weg. Ich habe den in die Box getan, Alter. Wie kann der weg sein? Ja, es gibt leider schlechte Nachrichten, der Köder ist weg. Ah, was für eine Scheiße. Da ist einer. Und der andere ist weg. Ich habe leider keinen einzigen Regenwurm gefunden. Sieht richtig mau aus hier. Es gibt einfach keine Regenwürmer hier. Ich probiere es jetzt nochmal mit der Flasche und dem Wobbler an den Stellen, wo ich vorhin Fisch gesehen habe. Da hinten und dort drüben. Alter, da ist dieser Assi, Alter. Da schwimmt der. Der schwimmt einfach da. Junge, komm zu mir. Komm rüber zu mir. Sieht schlechter aus. Ich glaube, die mögen den Wobbler nicht. Es wird, glaube ich, ziemlich schwierig, das Feuer jetzt über Nacht anzulassen. Auf jeden Fall brauche ich noch Holz, idealerweise was recht dickes, und am besten wäre natürlich Hartholz, aber davon gibt es hier sehr wenig.
Schauen wir mal, wie diese Wurzel hier so schmeckt. Sehr faserig. Aber in der Mitte von dem Ding ist noch so ein bisschen stärkehaltige Faser. Der Trieb ist gut. So ein bisschen nussig. Gekochte Löwenzahnwurzel. Schmeckt so ein bisschen bitter wie Löwenzahn. Dann habe ich noch die Distelwurzel. Geht so. Schmeckt nicht so besonders. Hauptsächlich schmeckt nach Erde. Liegt aber vielleicht auch an der Erde dran. Also ja, mein Favorit sind die Triebe vom Rohrkolben. Ich hätte fast vergessen, dass ich ja noch so ein bisschen Salatbeilage habe. Gute Nacht und bis morgen. Erstmal Survival Coffee. Also die Nacht war, kann man nicht anders sagen, beschissen. Ich war andauernd wach, habe Holz nachgelegt. Und dann einmal bin ich auch nochmal aufgestanden und habe nochmal diese 2 großen Stämme gehackt, weil ich nichts mehr hatte. Das Zeug brennt einfach so schnell runter. Naja, aber ich habe es geschafft, das Feuer anzulassen. Das ist schon mal gut. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es nochmal mache heute noch. Coffee, Coffee, Coffee. Survival, Coffee, Coffee. Survival, Coffee, Coffee. Auf jeden Fall heute der Plan. Erstmal ein bisschen ausharren. Dann probiere ich nochmal mein Glück, Regenwürmer zu finden und versuche nochmal zu angeln. Es weht das Moos von meinem Dach. Also ich habe jetzt hier über eine Stunde den Boden umgegraben und Moos hochgehoben und dabei gefunden ein Regenwurm und eine Nacktschnecke. Es ist wirklich richtig mau, was Köder angeht. Ich habe jetzt noch 2 Versuche und sonst brauche ich einen anderen Plan.
Ich habe leider sehr schlechte Neuigkeiten. Mein mühsam gesuchter Regenwurm ist entkommen. Ich weiß nicht wie. Ich vermute irgendwie durch den Riss im Boden vom Eimer. Alter, ist das dumm. Ich habe hier den Haken von der Bleikugel abgebrochen und die dran gemacht, dass ich ein bisschen weiter werfen kann. Ich gehe erstmal eine Runde rüber. Ach, Scheiße. Was ist das denn jetzt hier für ein scheiß Fitz? Es sieht nicht gut aus. Drei Stunden später. Das wird ja nichts mehr. Oh no, ich habe meine Bleikugel verloren. Ich habe das Gefühl, der Blinker läuft viel besser ohne die Kugel, aber ich komme halt nicht weit. Das ist das Problem. Glaube ich soeben meinen einen Regenwurm von gestern wiedergefunden. Und zwar hier auf meinem Schlafsack. Ich habe ein bisschen Sorgen, dass hier irgendwas umkracht bei dem Sturm. Da neben mir steht zum Beispiel ein ziemlich großer toter Baum. Nicht schlecht. Viele Nadeln drin. Immerhin ein paar Kalorien. Also essensmäßig ist dieses Mal wirklich die schwierigste Challenge. Naja, ich werde jetzt gleich nochmal rübergehen, nochmal angeln versuchen. Ich hoffe, es wird was. Ich lasse es gut sein, geh zurück ans Feuer. Nichts passiert. Das Ding ist, um die Jahreszeit ist es ohnehin schon super schwierig, was zu fangen. Und dann noch mit der Handleine und diesem selbst gebastelten Köder. Erst recht, also ich denke, wesentlich vielversprechender wäre, einen Naturköder dran zu machen, also einen kleinen Fisch. Problem ist, dass ich den nicht fange, weil ich keinen Regenwurm habe. Ja, so ist die Lage. Da vorne gibt es auch noch was ich einsammeln kann. Na, taugt das hier noch was? Ja, der schon. Der andere sieht nicht so gut aus. Der Pilz hier ist der Birkenporling. Wächst ausschließlich an Birken, soweit ich weiß. Und der ist zwar so zäh, dass man den nicht wirklich essen kann, aber man kann den auskochen als Tee. Ja, Alter, ist komplett zäh. Und für den besseren Geschmack kommen auch noch ein paar Fichtennadeln rein, sonst schmeckt es, glaube ich, ein bisschen muffig. Und dann gibt es was Warmes. Wenn man drauf rumkaut, schmeckt es ein bisschen nach Pilz. So viel zu angeln und nichts zu fangen ist natürlich frustrierend, und stundenlang nach Regenwürmern zu suchen und keine zu finden ist auch frustrierend. Mal gucken, vielleicht klappt es doch noch.
Ein Grund für mich, warum ich das Ganze hier mache, ist auch so ein bisschen Dopamin-Detox. Im Alltag wird man die ganze Zeit so voll geballert von allen möglichen Einflüssen und Nachrichten und Handy und Social Media und Junkfood und was weiß ich nicht alles. Wenn man einfach mal 5 Tage auf einer Insel sitzt, ohne irgendwelche Einflüsse, dann resettet man sein ganzes System einfach mal wieder. Kommt mal wieder klar aufs Leben. Am Ende ist es das Ganze immer wert. Was jetzt das Videos machen angeht, ziehe ich auf jeden Fall am meisten, sag ich mal, Erfüllung aus den Survival Challenges. Einfach weil es irgendwie so eine harte mentale Challenge ist. Und klar, jetzt werden wahrscheinlich wieder einige schreiben, es sind nur 5 Tage. 5 Tage kann man auch fasten. Ja, kann man. Da sitzt man aber zu Hause und hat es warm. Na gut. Gute Nacht, bis morgen. Ich bin gerade noch auf die Idee gekommen, mir meinen Kaffee für morgen früh zu machen. Dann muss ich morgen früh nicht erst Feuer anmachen. Es ist zwar dann kalt, aber besser als kein Kaffee. Ja, moin. Ich bin aufgewacht, habe gesehen, dass irgendwas noch qualmt und konnte die Glut finden und wieder das Feuer anmachen. Ganz praktisch. Es stürmt und regnet. Es ist sehr ungemütlich draußen. Ich wickel mir stattdessen was von der Monoleine hier auf die Flasche, weil die geflochtene, die ich vorher drauf hatte, sehr verfitzt war. Und ich möchte auch testen, ob ich mit der Monoleine besser werfen kann als mit der geflochtenen. Das hier drin sind die Fasern, die ich die ganze Zeit esse.
Sie sind sehr faserig, aber dazwischen klebt so ein bisschen wie so ein Stärkebrei. Und den kann man so auszutschen. Und jetzt nach 4 Tagen ohne Essen schmeckt das sogar richtig gut. Das geht. Schmeckt so ein bisschen wie Yuca. Eieieiei. Ungeil. Sehr, sehr ungeil. Ich hoffe, morgen ist nicht so ein Sturm, wenn ich hier wieder von der Insel runterkommen muss. Sonst bin ich am Sack. Vor allem neben mir diese große tote Fichte macht mir Angst. Kann auch eine Panne gewesen sein. Ich habe gerade mal Wetter gecheckt mit dem InReach. -1 bis 9 Grad, 43 km/h Wind. Ja gut. Es bleibt die ganze Nacht windig. Ach du Scheiße. Morgen ist fast genauso. Bisschen weniger Wind, aber nicht so gut. Na herrlich, es hat gerade angefangen mit Hageln. Also ich probiere es nochmal mit dem Angeln. Die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Ja, ganz toll. Es hagelt schon wieder. Junge. Ach du Scheiße. Ich habe mir wirklich die allerbeste Zeit rausgesucht, um das zu machen. No Fisch. Nur verfluchter Sturm. Das Gute ist, ich konnte auf jeden Fall meine Handleinen-Wurftechnik perfektionionieren. Ich hatte sehr viel Übung da drin heute und die Tage. Ich habe festgestellt, dass es mit der monophilen Schnur viel besser geht zu werfen. Die wickelt sich viel besser ab. Es ist auf jeden Fall ein guter Skill für zukünftige Challenges. Was ich noch nicht probiert habe, ist warmes Birkenwasser. Birkentee quasi. Hals, Zunge verbrannt. Dumm. Ach du Scheiße, Alter. Ich habe gerade auf mein Lagerfeuer geguckt und mich gefragt, warum sich mein Lagerfeuer bewegt. Erst dachte ich bin blöd im Kopf und dann habe ich herausgefunden, dass sich mein Lagerfeuer wirklich bewegt. Der Wind hat gerade den Baum so sehr gebogen, dass die Wurzel den Stein und das Feuer angehoben haben. Seht ihr das? Oder habe ich Halluzinationen? Geil. Ein bisschen Geschmack, ein paar Kalorien. Angeln habe ich jetzt, glaube ich, endgültig aufgegeben. Ich habe wirklich stundenlang probiert. Nix, kein Zupfer. Ich denke noch nicht mal, dass es am Köder liegt. Ich habe mit so einen Löffeln wie den ich hier gebaut habe, schon hunderte Hechte in Schweden gefangen. Aber halt im Sommer. Es bewegt sich einfach der Boden, auf dem ich sitze. Weil ich hier an dieser Baumwurzel bin. Ich dachte kurz, ich wäre besoffen, aber ich wüsste nicht wovon. Ich war auch einfach seit 4 Tagen nicht kacken. Jetzt könnte es klappen. Ich probiere mal. Nee, da kommt nichts. Morgen vielleicht.
Rührei mit gebratenem Würstchen. Oder ein Döner. Oder einfach nur Nudeln. Normalerweise esse ich eigentlich gar nicht so viele Nudeln. So, das ist die letzte, die ich habe. Alter, jetzt hör doch mal auf hier! Ach du Scheiße, ey. Da kommt die ganze Zeit irgendwas geflogen. Ich habe langsam echt Angst. Alter, seht ihr das? Echt am Überlegen, ob ich abbreche. Ich habe wirklich Angst, dass mir hier irgend so ein Baum auf den Kopf kracht. Ich meine, wäre nicht der Erste, der hier umgefallen ist. Aber wenn, dann müsste ich mich jetzt entscheiden. Sonst ist es dunkel und ich komme hier nicht mehr weg. Und es ist so ultra sketchy, jetzt mit dem Boot wegzufahren. Ich check gerade nochmal das Wetter auf dem InReach und es soll die ganze Nacht nicht besser werden. Das ist echt eine schwierige Entscheidung. Fuck it, Alter. Also ich habe nochmal kurz das Wetter auf dem InReach aktualisiert und der Wind nimmt erst um Mitternacht heute ab. Bis um 11 sind noch 41 km/h Südwest. Und morgen früh geht's direkt wieder los. Hey, ja Leute, Abbruch, 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 Abbruch. Es ist jetzt noch ein bisschen hell auf dem Wasser. Ich mache, dass ich hier wegkomme. Es wird lebensgefährlich hier im Wald. Die Bäume über mir, die biegen sich wie Scheiße. Nee, schau. Ach du Scheiße, ey. Mir ist das zu lebensgefährlich. Ich verpiss mich hier. Es kommen die ganze Zeit überall Äste runtergeflogen. Alter, was ist das denn? Auf dem Wasser ist auch ungeil jetzt. Aber zumindest ist das die windabgewandte Seite, auf der ich paddel. Alter, es ist auch einfach fucking dunkel jetzt. Es war dumm, ich hätte eher abbrechen sollen. Es gibt immer so Pausen, da denkst du dir, ist doch gar nicht so schlimm. Und dann geht's wieder los. Jo, Alter, das ballert richtig. Ich suche mir hier irgendwie so einen Platz im Offenen und hau mich dahin, wo kein Baum auf mich drauf fallen kann. Und hoffe, dass es nicht allzu viel regnet heute Nacht. Ich guck nochmal, ob hier irgendwas ist, was umfallen kann. Hier gibt es erstmal nichts, was akut auf mich drauf fällt. Es ist ein bisschen weniger Wind und halbwegs trocken unter der Fichte. Ich habe nur Angst, dass ich vergesse, wo ich bin, aufstehe und so ein Ding im Auge habe. Klein und hässlich machen. Es ist jetzt gleich um 10 abends. Bis um 7 morgen früh muss ich durchhalten. Ich habe nochmal InReach gecheckt. Ich versuche jetzt eine Runde zu schlafen. Mal gucken, ob ich ein Auge zukriege. Ich bin immer noch sehr adrenalin geladen.
Wirklich sehr, sehr ungeil, was da alles runtergeflogen kam, schon aus den Bäumen. Und wenn es irgend so ein Baum da umhaut, das Risiko wollte ich einfach nicht eingehen. Außerdem hätte ich dann auf jeden Fall kein Auge zugetan heute Nacht. Es regnet in mein Gesicht. Ich habe die Paddeljacke über mich gelegt. Alter, da wird die Jacke vom Kopf weggeweht. Moin Leute, die Nacht war kalt, windig, nass, unbequem, unerholsam. Aber hey, es ist ein neuer Tag. Da drüben fliegt erstmal ein Falke. Der Wind hat zumindest so ein bisschen nachgelassen. Das heißt, auf dem Wasser ist wenigstens halbwegs chillig. Also da meine Flucht gestern Abend unfreiwilligerweise ja nicht geklappt hat, kann ich auch noch meinem eigentlichen Plan nachgehen und noch ein bisschen die Insel erkunden. Ich hatte eigentlich gehofft, noch den Elch zu sehen und den fotografieren zu können. Also ich werde da mal mein Teleobjektiv drauf machen und hier eine Runde durch den Wald noch latschen. Jetzt paddel ich aber erstmal ein bisschen weiter Richtung Auto und dann muss ich nachher, wenn nochmal der richtige Sturm losgeht, nicht noch diese Strecke zurücklegen, sondern kann einfach übersetzen. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite der Insel und ich glaube, man sieht ja ganz gut, warum es eine gute Idee war zu flüchten gestern Abend. Alter. Junge. Ach du Scheiße. Sie ist einfach abgeknickt wie ein Streichholz. Das absolute Bild der Verwüstung ist es hier. Abgesehen von ein paar Vögeln und den Bushcraft-Camps, die andere Leute dorthin gebaut hatten, sollte ich an diesem Tag nicht mehr viel entdecken. Das Großwild hat sich wahrscheinlich nach dem Sturm sehr weit im Wald versteckt. Ich beschloss noch ein bisschen auszuruhen und dann am Nachmittag die Insel zu verlassen. Und was ich dann am Festland finden sollte, war nicht weniger beunruhigend. Tschüss Insel! Es ist jetzt später Nachmittag, ich habe es zurückgeschafft. Und hier an dem Spot, wo ich vor 5 Tagen am Lagerfeuer saß, hat es einfach diese riesige Birke umgehauen. Fast auf die Lagerfeuerstelle drauf. Da hinten liegen noch 2 weitere riesige entwurzelte Bäume. Also es war definitiv gestern Abend die richtige Entscheidung, dort abzuhauen. Das hätte wirklich böse ausgehen können. Ihr habt es gesehen, die 5-Gegenstände-Regel habe ich leider nicht so ganz eingehalten. Ich denke, das Ganze muss ich nochmal wiederholen. Ich bin froh, dass es mir nichts auf die Karre draufgehauen hat. Ich stehe da hinten. Da ist zum Glück nichts umgefallen.